meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich mache jetzt bereits das zweite Video des Tages, wieder eine Tabakbesprechung. Vorhin, schon eine ganze Weile her, hatte ich bereits einen Tabak vorgestellt. Das Video ist ja auch bereits schon hochgeladen. Und wie ihr seht, ich sitze im Garten draußen in unserer Laube. Vorhin gab es Lärm vom Nachbarn mit dem Presslufthammer. Der Lärm ist mir leider erhalten geblieben der ganzen Zeit. Es hatte vorhin aber auch wie ein Sturzbach geregnet. Da war also die Geräuschkulisse noch um einiges schlimmer. Nichtsdestotrotz aber, ich habe jetzt Zeit zu rauchen, ich habe jetzt Lust zu rauchen und von daher nutze ich diese Zeit auch einfach. Und ich möchte euch ja wie gesagt gerne einen Tabak vorstellen und zwar geht es konkret um diesen Tabak hier. I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but. Ganz genau. Es ist ein etwas anderer Tabak, den es heute mit Glück zum vereinzelt auch noch zu kaufen gibt. Und zwar, es ist sehr, sehr viele Jahre her, da gab es den Peterson Special Reserve 2007. Der hatte mir damals sehr, sehr gut gefallen. Oh, Schmetterling. Der hatte mir damals sehr, sehr gut gefallen und hat dieses äußerst angenehme, frische, super leckere Karamellaroma gehabt. Und ich habe ja früher auch den Sweet Killarney geraucht von Peterson, den es ja hier in Deutschland leider nicht mehr zu kaufen gibt. Ich hatte aber das Glück, zweimal inzwischen den Peterson Special Reserve noch auf eBay zu finden, original verpackt. Die Dose war mal voll, das sind 2 Beutel reingegangen, zweimal 100 Gramm. Deswegen die 200 Gramm Dose ist komplett ausgekostet worden. Seitdem wird der Tabak bei mir seit Jahren immer wieder mal eigentlich zu besonderen Anlässen geraucht, wenn ich einfach mal die Lust dazu verspüre. 2 Humitrole sind drin, die werden auch sporadisch mal ausgetauscht gegen frische, die wieder angefeuchtet sind. Und der Tabak hat in all den Jahren, seit 2007, seit er ja ursprünglich verpackt wurde, bis auf, ich glaube das Jahr 2010 dürfte es gewesen sein, da hatte ich das erste Päckchen gekriegt. Und ich hatte vor, ich will es jetzt nicht beschwören, ich glaube 2015 muss es gewesen sein, es könnte auch 2016 gewesen sein, hatte ich wieder ein Päckchen entdeckt, zufällig. Weil ich mache mich immer auf die Suche nach Peterson Special Reserve 2007. Mal hat man Glück, mal nicht. Die Tabakkonsistenz ist seitdem geblieben, wie sie ursprünglich mal war. Doch bevor wir auf den Tabak hier in der Dose eingehen, zeige ich euch erstmal kurz ein paar Impressionen, damit ihr es besser sehen könnt, was da auf euch zukommt. Bis gleich. And all I've done for want of wit to memory I can't recall, so fill to me the parting glass. Good night and joy be with you. So, das Tabaksbild habt ihr gesehen. Der Nachbar, der hämmert immer noch mit seinem Presslufthammer. Und hier ist aber inzwischen der Tabak. Wie gesagt, ich habe ihn ja so eine Acryldose umgefüllt. Das Tabaksbild ist einfach eine schöne, leckere, äußerst delikate Mischung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie sich der Special Reserve 2007 zusammensetzt. Ich weiß auch nicht mehr, wie er damals beworben worden ist. 2007, wir haben jetzt 2023, da liegen lange 16 Jahre zwischen. Ich habe es schlicht vergessen. Wenn man am Tabak riecht, dann kommt einem sofort dieses karamellige Aroma entgegen. Und ich meine jetzt nicht dieses Salted Karamell, das ja heutzutage die große Mode ist, sondern wirklich so eine Mischung aus Crème Brûlée und Werthers Echte. Ganz grob gesagt, zwischen karamelliziertem Zucker und so einem leichten Toffee-Aroma. Wie ihr ja bei den Bildern gesehen habt vom Tabak, bei den Impressionen, er enthält auf jeden Fall Virginia Grapes, das kann man unverkennbar erkennen, genauso wie auch Burley enthalten ist. Und es gibt aber halt auch den ein oder anderen schwarzen Einsprengsel.
Und diesen führe ich wirklich aufgrund des Aromas auf Black Cavendish zurück, der ja auch bekannterweise ein großer Geschmacksträger ist. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Karamellaroma in allererster Linie auf den Black Cavendish hier drin zurückzuführen sein wird. Wenn man an dem Tabak riecht, kommt einem aber auch so eine ganz dezente, fruchtige Note herüber. Und diese fruchtige Note, die erinnert mich so ein wenig an getrocknete Apfelringe. Ihr kennt es ja bestimmt, die fertigen Tüten, diese Apfelchips, diese getrockneten Apfelringe drin. Der Geruch erinnert mich sehr stark daran. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Aroma nach diesen Apfelringen, die ja auch immer so ein bisschen Ähnlichkeit mit Rosinen haben, dass das eventuell auf den Virginia zurückzuführen sein wird. Sprich, man wird, es ist halt nun mal ein Aromat, vermutlich keine dieser heuigen Virginias genommen haben, sondern ich tippe dann eher mal auf süße Virginias. Mysore, Zaire, irgendwas so in dem Dreh. Doch bevor wir jetzt hier weiter auf den Duft aus der Dose eingehen, das Tabaksbild habt ihr gesehen, zeige ich euch noch mal kurz den Tabak in der Pfeife und dann gehen wir auch schon ans Eingemachte. Also bis gleich. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town who sorely has my heart begun. So, da bin ich auch schon wieder. Den Tabak in der Pfeife habt ihr ja gesehen. Hier ist er wieder. Die Pfeife ist, wie man unschwer erkennen kann, aus dem Hause Peterson, passend zum Tabak. Das ist eine Peterson 302 System Standard, auch bekannt als Peterson System Standard PPP 302 oder PPP System Standard 302. Die gleiche Marke bzw. gleiche Pfeife hat ja mehrere Namen, wo man halt einfach so die Bezeichnung ein wenig vertauscht hat. Ich finde, ein schönes Pfeifchen, Silberolive, Acrylmundstück und für die Pfeife eigentlich atypisch mit einem Fishtail. Also mit einem ganz normalen Biss, mag ich sowieso lieber, aber die Pfeife werde ich euch irgendwann etwas detaillierter noch zeigen. Und wir wollen jetzt ja den Tabak haben. Gestopft ist die Pfeife. Ich habe sie ganz normal nach meiner Methode gestopft. Nichts Besonderes beachtet. Nehmen wir sie einfach mal unter Feuer. Ihr sehen konntet, Tabak hat die Glut gleich sehr gut angenommen. Er hat sich nur ein wenig aufgebäumt. Ich habe gerade die Oberfläche geglättet. Ja, und sofort verströmt er diesen angenehmen karamelligen Duft. Genau das Aroma, das ich von Anfang an seit 2007 so gemocht habe. Während des Entzündens des Tabaks ganz zu Beginn hat er eben dieses typische bittere Aroma der Virginias, wenn sie zu heiß geraucht werden. Ja, auch hier habe ich meine Fans ihre Kommentare dazu geben müssen. Doch bereits 3-4 Sekunden nachdem das Feuer aus ist und die Pfeife nur noch vor sich hin qualmt, ist dieses bittere Aroma sofort wieder der Süße gewichen und man hat sofort dieses äußerst angenehme Zusammenspiel aus Virginia, Burley, Black Cavendish und das Ganze aromatisiert mit einer Karamellnote.
die ich als extrem angenehm empfinde. Auch beim Abgang durch die Nase. Es schmeckt im Mund nach Karamell. Beim Ausblasen durch die Nase riecht es nach Karamell. Und ist einfach eine Mixture, die ich, wie gesagt, seit 2007 bereits liebe, die aber leider Gottes halt eben Special Reserve 2007 ein Spezialtabak war. Ich mag diese Sonderedition normalerweise überhaupt nicht und ich könnte mir in den Hintern beißen, dass ich es ja damals probiert habe. Kohlhase und Kopp zeichnet ja für diesen Tabak verantwortlich. Und ich habe bis jetzt noch keine Meisterklassennummer gefunden, die diesem Tabak entspricht, was halt auch von der Beschreibung her immer extrem schwierig ist. Wie gesagt, ich habe den Tabak gesehen, ich weiß, es sind Virginias, ich weiß, es ist Burley und ich schätze mal, das Schwarze wird Black Cavendish sein, weil Latakia scheidet für mich aus, ist hier definitiv keiner enthalten. Und auch was die reine Aromatisierung angeht, es riecht und schmeckt nach Karamell. Beim Duft hatte ich ja so leicht fruchtige Tendenzen drin, die mich an Apfelscheiben erinnert haben, und zwar an getrocknete Apfelscheiben. Diese führe ich aber nach wie vor auf die enthaltenen süßlichen Virginias zurück, weil ich kenne genügend Tabake, wenn man die öffnet, das sind Virginia Grades, dann riechen die nach Trockenobst, dann riechen die nach Feige, nach getrockneten Apfelscheiben auch oder nach Rosinen. Und von daher glaube ich nicht, dass es jetzt hier speziell mit der Aromatisierung zusammenhängt. Behutsam geraucht, wie es sich halt nun einmal gehört, ist der Rauch sehr kühl, sehr angenehm. Er ist absolut nicht bissig, er ist einfach mild, er ist sanft, er umspielt den Gaumen, er umspielt die Nasenlöcher, wenn man sie ausbläst. Rundum eine gelungene Mischung und leider Gottes, ich kann es nur immer wieder betonen, ein Special Reserve 2007. Einmal hergestellt und offensichtlich seitdem nie wieder. Und ich kann wirklich immer nur hoffen, dass ich bei eBay doch irgendeinen finde, der diesen in seinem Schrank gefunden hat, immer noch original verpackt und ihn partout nicht rauchen möchte. Bei meiner letzten Bestellung, das war auch wie gesagt über eBay, ich meine es war 2015, 2016, da ist dieser Tabak nicht mehr in der Dose dahergekommen, in der der Tabak 2007 war. Ich habe die Dose auch nicht mehr, weil ich sie ja direkt umgefüllt hatte. Das war meines Wissens so eine eckige Klappdose und die sind halt gänzlich ungeeignet, um Tabake zu lagern. Und da er mir geschmeckt hat und ich wusste, den gibt es nicht mehr, das war Ende 2007, Anfang 2008, als ich ihn damals gekauft hatte. Da hatte ich halt für mich entschlossen, den rauchst du nur zu besonderen Anlässen. Habe ihn in eine Acryldose, eine große, reingepackt, die ich damals bei Darnpipe gekauft hatte. Wie gesagt, die Humitrole rein. Und hatte ihn dann vor ein paar Jahren nochmal aufgefüllt. Und jetzt werde ich nach und nach den Rest hier wegrauchen. Falls ich nicht zufällig doch wieder diesen Tabak, entweder von Peterson oder von Kohlhase und Kopp, jetzt heißt es ja Kopp Tobacco Company, irgendwo finden werde. Aber ich habe bei den Beschreibungen der Meistermischungen, die ich so im Internet finden konnte, nichts gefunden, was auf diese Special Reserve 2007 hinweist. Was ich noch nicht versucht habe, und ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht doch jetzt demnächst mal mache, Kopp ist ja gerade dabei, alles komplett umzustrukturieren. Kopp wird ja auch entsprechend jetzt wesentlich mehr Tabak noch auf den Markt bringen, wird vor allem auch einige Amerikaner auf den Markt bringen. Und ich möchte doch einfach mal schauen, ob ich nicht die Firma Kopp Tobacco Company einfach mal anschreiben kann, um zu sagen, hey Leute,
Damals, im Jahre des Herrn 2007, hattet ihr den Special Reserve 2007. Ein absoluter Hammer-Tabak. Wieso in drei Teufels Namen bietet ihr ihn nicht weiterhin an? Oder gebt einem zumindest mal die Nummer raus der Meisterklasse, falls es den Tabak dort gibt, dass man ihn als Liebhaber weiter kaufen kann. Beim Rauchen steigt mir eins ständig in die Nase. Die Raumnote. Es gibt ja nun mal Tabake, die sind prädestiniert dafür, zu rauchen, wenn Leute anwesend sind, die Nichtraucher sind. Und es gibt Tabake, mit denen verscheucht man nicht nur die nicht nur die Moskitos, damit verscheucht man auch die besten Freunde. Der Special Reserve 2007 mit seiner herrlichen Karamellnote gehört definitiv zu den Tabaken, die einen traumhaften Raumduft abgeben. Und dieser ist halt eben nach Karamell riechend mit so einer leicht fruchtigen Note. Wobei ich finde, wenn ich so richtig an der Pfeife rieche, diese fruchtige Note erinnert jetzt weniger an Apfel, sondern vom Geruch her erinnert mich das jetzt schon wieder so ein bisschen an Karamell-Orange. Wenn ihr also zufälligerweise wissen solltet, ob es vom Cobb eine Meisterklassenmischung gibt als Tabak, die sind ja nur nummeriert, ein Tabak mit einer Note von Karamell und Orange, Karamell, getrockneter Apfel, Karamell, Rosine, irgendwas so in dem Dreh, dann lasst es mich bitte auf jeden Fall wissen, weil dann wäre es auf jeden Fall für mich ein Versuch wert, ob diese Meistermischung vielleicht dem Special Reserve 2007 entspricht. Ich könnte mich den Tabak einfach reinknien. Im Grunde genommen war es das soweit von mir. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist, habe auch meine Gedanken dazu ja bekannt gegeben. Wer Aromaten mag, und zwar Aromaten, es ist kein Hocharomat, es ist ein Aromat. Er ist mild, er ist sanft, er hat eine milde Süße. Also kein Hocharomat, der einen hier mit fruchtigen Aromen oder mit einem zuckersüßen Karamell bombardiert. Er ist qualitativ natürlich auch besser als der Danske Club Sepia, respektive Danske Club Karamell, den ich gerne rauche. Er ist um Klassen besser, aber es gibt ihn halt aktuell nicht mehr. Von daher, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ihr kennt es ja, hinterlasst mir bitte doch mal eure Meinung dazu. Habt ihr den Peterson Special Reserve damals geraucht? Habt ihr ihn mal probiert? Mögt ihr ihn vielleicht genauso? Oder habt ihr im Laufe der Jahre vom Peterson oder, gut, der Sweet Killarney schmeckt ein bisschen anders, den gibt es ja auch nicht mehr. Aber habt ihr vielleicht von Kohlhaas und Cobb, beziehungsweise der heutigen Cobb Tobacco Company, eine Meistermischung, die an die Beschreibung Karamell mit Frucht, also Karamell Orange, Karamell getrockneter Apfel, Karamell Feige oder Karamell Rosine herankommt? Kennt ihr da einen? Habt ihr da mal einen gehabt? Wenn ja, lasst es mich doch bitte mal wissen. Dann werde ich mir die Dose gerne holen, werde sie rauchen, vorzugsweise solange ich die Special Reserve Mischung auch noch habe, um zu schauen, ist das der gleiche Tabak, ja oder nein. Ja wäre mir mit Abstand am liebsten. Von daher herzlichen Dank für alles. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gewogen. Meinen Kanal kennt ihr, meine Videos kennt ihr. Kommentiert so oft ihr wollt. Teilt die Videos. Einen Daumen rauf freue ich mich natürlich auch immer, wer nicht. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder auf diesem Kanal hier. Hoffentlich mit etwas weniger Hintergrundlärm. Und ja, bis dann, macht's gut.
Happy Puffing und ciao. Rosy cheeks and ruby lips, alone she holds my heart enthralled.